Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Wir haben heute Sonntag und ich bin hier gerade, ich weiß gar nicht, wo ich genau bin, aber ich gucke mir gerade aus meinem Auto ein Fußballspiel an, weil es so kalt ist und es hat eben auch noch so geregnet, dass ich mich erstmal wieder hier reingesetzt habe zum Aufwärmen. Jetzt scheint gerade wieder die Sonne und es ist auch schön angenehm warm, jedenfalls hier im Auto. Ja, heute ist auch mein neues YouTube-Video online gegangen, eine Morgenroutine und ein Clean Make-up-Look und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Aktuell haben es gerade noch nicht so viele gesehen. Ich habe sehr viel Arbeit in dieses Video geschickt, deswegen hoffe ich, dass es noch ein paar Leute mehr sehen werden. Und ich habe mir ja fest vorgenommen, dass es jetzt jede Woche wieder ein neues Video geben wird und ich bin auch fleißig am Ideen sammeln, was ich drehen kann und ja, ich habe einfach Bock da drauf und in einem Monat wird auch was ganz Tolles passieren. Ich weiß, ihr fragt immer wieder, was ich fürs Fernsehen gemacht habe, aber leider darf ich immer noch nicht drüber sprechen, aber nicht mehr so lange. Also ich schätze mal, also in 4 Wochen kann ich es euch erzählen und ihr erfahrt es natürlich als erstes und ich freue mich auf die Woche, die jetzt kommt. Ich dachte, ich nehme euch einfach wieder mit, drehe schon mal einen neuen Vlog, denn irgendwie, I don't know, irgendwie machen mir die Vlogs gerade so am meisten Spaß. Ja, aber vielen Dank auf jeden Fall für eure Anregungen, Wünsche, was ihr gerne von mir sehen wollt. Das hilft mir halt immer sehr, dass ich halt auch, ich möchte halt natürlich auch, weil ohne euch wäre ich nur jemand, der mit seiner Kamera redet und ich möchte gerne auch euch in meinen Kanal immer mit einbringen. Deswegen freue ich mich immer, wenn ihr mir sagt, das würden wir gerne sehen, das würden wir gerne sehen, ne? Und ja, deswegen danke dafür auf jeden Fall. Danach fahren wir zu der Mama von meinem Freund, weil die hatte halt Geburtstag. Und wir haben sie jetzt nicht gesehen, weil sie auch länger krank war. Halt kein Corona, aber sie war halt krank. Und ja, was total krass ist irgendwie, ab heute gibt es keine Maskenpflicht mehr, was total ungewohnt ist. Ich werde auf jeden Fall weiterhin Maske tragen. Aber ja, crazy, ne? Wer hätte das gedacht nach 2 Jahren? Dass das dann doch irgendwann mal eventuell zu einem Ende kommt. Und ja, heute ist so ein richtiger Sonntag und ich freue mich auf die Woche. Hallo, da bin ich wieder. Wir haben heute Dienstag und ich habe mich fertig gemacht. Ich habe Feierabend gerade und wir gehen jetzt in die Stadt. Ein Arbeitskollege verlässt uns und feiert heute so einen kleinen Abschied. Und ja, und da gehen wir hin und darauf freue ich mich total, denn dort gibt es leckeres Essen und Cocktails und irgendwie habe ich da heute richtig Lust drauf. Ansonsten muss ich sagen, ist heute so ein Tag, wo es mir mal seit langem wieder richtig gut geht. So letzte Woche und auch letzte Zeit war es immer so ein Auf und Ab der Gefühle, aber seit ein paar Tagen geht es mir viel besser und das freut mich. Und ja, mein letztes Video war ja jetzt meine Morgenroutine, inspired bei diesem Cassie-Look. Scheint nicht so gut bei euch angekommen zu sein, leider. Also ich hatte super wenig Kommentare, nur 2 Stück. Und ja, nicht so wie sonst. Und das fand ich halt schade, weil ich natürlich sehr viel Zeit in das Video gesteckt habe. Und ich habe es euch auf jeden Fall am Ende des Videos nochmal markiert. Und, oder ich habe es euch hier nochmal markiert. Und es ist ja super lieb, wenn ihr einfach mal auf das Video geht, nochmal gefällt mir drückt, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und einen netten Kommentar schreibt. Einfach für den Algorithmus, denn wie schon gesagt, ich möchte gerne YouTube wieder in Gang bekommen. Und ich poste ja jetzt wöchentlich auch wieder Videos. Und das ist mir halt persönlich ganz wichtig, weil ich liebe YouTube und ich mache das ja jetzt schon seit 11 Jahren. Und ja, und ihr seid meine Freunde und ich teile mit euch gerne mein Leben. Und gestern war ich auch noch beim Kumpel und wir haben die ganze Zeit ja, Auflegen geübt. Ich blende euch hier mal einen Clip rein. Yes!
got this! Also er hilft mir halt, meine Techniken halt wieder aufzufrischen, weil ich es ja jahrelang nicht mehr gemacht habe. Und ja, und das hat mir auf jeden Fall, hilft mir sehr. Und gestern hat es irgendwie so Klick gemacht und irgendwie plötzlich war es so drin. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man irgendwie was lernt oder was macht und dann plötzlich funktioniert es, dann freut man sich da irgendwie total drüber. Und gestern war halt so ein Tag. Und ja, und ansonsten ist die Woche nicht mehr viel geplant. Ich muss mal gucken. Irgendwie, ich wollte vielleicht mal meine Mama besuchen fahren und wir wollen am Wochenende auch was unternehmen und ja, wird, glaube ich, eine schöne Woche. Das Wetter ist heute die Woche ja nicht so gut, viel Regen und Wolken. Ich muss aber ehrlich sagen, mich freut es, weil nachdem ich mein Gesicht gelasert habe, war es jetzt eher so ein bisschen schwieriger für mich, weil ich ja nicht so in die Sonne dann darf und deswegen bin ich eigentlich ganz happy, dass es jetzt endlich mal bewölkt ist. Ich weiß, klingt komisch, aber ist halt so. So, ich mache jetzt hier noch was und dann gehen wir gleich los. Da bin ich wieder 2 Tage oder einen Tag später und ja, ich habe mich jetzt fertig gemacht, weil ich treffe mich mit einer Freundin, wir gehen was essen und das ist mein Outfit. Das ist, diese Jacke habe ich aus dem Second-Hand-Laden, so wie die Tasche. Fand ich richtig cool, so ein bisschen Retro mit meinem Fukuhila-Style. Finde ich das eigentlich ganz cool. Und wir gehen auf jeden Fall was essen und dann vielleicht noch einen kleinen Cocktail trinken, who knows. Und gerade ist jetzt noch die Sonne rausgekommen. Deswegen habe ich mir gerade meine Sonnenbrille aufgesetzt in der Wohnung. Ja. La Dolce Vita. Oh, es ist ganz schön windig heute. Gut, dass ich mein Haar nicht richtig gestylt habe und so ein bisschen trocknen, weil der Wind Guten Morgen. Wir haben heute Samstag und ich wollte euch mal meine Haare zeigen. Das war meine pastellblaue Perücke. Und ich habe sie gestern gefärbt. Und seht ihr, wie schön? Die werde ich heute auf jeden Fall tragen. Heute Abend, wenn ich mich mit meinem besten Freund treffe. Und ich hatte so Bock auf diese Farbe. Das ist ja die Perücke, die ich letztes Jahr auch den Ansatz selber gefärbt habe. Sieht zwar immer noch nicht so geil aus, aber hey, tragen kann man es auf jeden Fall. Und ja, die muss gerade immer noch ein bisschen Luft trocknen. Ich hatte jetzt über Nacht die Schwimmnudel drin gelassen, aber das hat jetzt nicht so viel gebracht, weil die Haare noch zu feucht waren. Aber ich denke mal nachher, wenn ich den style, das wird Hammer. Ich habe gerade das Bett gemacht und habe gesehen, dass da oben dieses Viech sitzt. OMG. Oh mein Gott. Übrigens ist mir aufgefallen, dass ich habe hier diese Bilder hängen über meinem Bett. Wir hatten ja letztes Jahr, habe ich mich entschlossen, das hier in diesem Petrol zu streichen. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, mir gefällt das schon wieder gar nicht mehr. Und jetzt habe ich überlegt, ob ich die Bilder wegmache und irgendwie ein anderes Kunstwerk dorthin hänge. Ich versuche ja, ich wollte heute auch nochmal, ich habe hier auch die ganze Zeit diese Vase stehen in der Ecke. Und hier habe ich diese Stöcker von Ikea drin, aber ich finde, das sieht nicht so toll aus. Ich möchte gerne Pampasgras haben. Da wollte ich heute auch welches bestellen.
weil ja, mir gefällt diese Ecke hier einfach nicht. Ja, es muss mal wieder was geändert werden, ne? Leider ist ja auch unser... Ich hätte auch gerne hier so... Kennt ihr diese kleinen Bänke, die so vor dem Bett stehen? Das finde ich voll toll, aber das passt halt nicht. Dann ist der Gang halt wirklich sehr, sehr, sehr eng. Und ja, damit war ich auch nicht so glücklich. Also könnte schon wieder alles ändern. So, ich habe mich jetzt frisch gemacht und mache mir jetzt noch was zu essen. Und seit einer Woche trinke ich jetzt jeden Morgen nehme ich eine halbe Zitrone und trinke ein Glas Wasser mit einer halben Zitrone drin. Irgendwie hatte ich auf Instagram gelesen, dass das wohl ziemlich gut sein soll für den Körper. Und weil das auch so basisch wirkt etc. Ich habe da halt was auf Instagram gelesen und probiere das gerade aus und ich finde es eigentlich ganz gut. Ich habe euch das auf jeden Fall unten mal markiert. Ja, und deswegen wählen wir das mal aus. Es ist ja Samstag und was kann man samstags am besten machen? Ich habe beschlossen, dass ich jetzt heute mal mein Auto sauber mache. Denn mein Auto sieht wirklich sehr, sehr, sehr dreckig aus. Und ich habe das jetzt seit fast 2 Monaten nicht mehr sauber gemacht. Und generell im Moment fahre ich auch kaum Auto. Und ich bin auch gerade am Überlegen, ob ich mein Auto verkaufe. Weil ich halt mir wieder angewöhnt habe, mehr auch Straßenbahn zu fahren. Und irgendwie steht es halt die ganze Zeit rum und ja, und wir haben halt überlegt, ob wir uns jetzt dann verkleinern auf ein einzelnes Auto. Dieses Teil habe ich mir vor 2 Jahren gekauft, diese Presse hier. Ich habe die noch nicht einmal verwendet bis jetzt. Genau, und danach wollte ich noch mal ganz kurz in die Stadt. Und dann nach Hause und mich fertig machen, weil ich will mich heute Abend mit meinem besten Freund treffen. Und wir wollen auf eine Veranstaltung gehen, die es endlich mal wieder gibt seit 2 Jahren. So viel Zitronensaft kommt aus einer halben raus. Und die andere packe ich dann in den Kühlschrank. Für den nächsten Tag. Seht ihr übrigens die Tür? Die Tür ist so gelb. Es ist unglaublich. Ich glaube, diese Tür wurde seitdem die ersten Menschen hier drin wohnen, nie wieder gestrichen. Und wir wollen das unbedingt machen, dass die Türen aufbereitet werden und neue Griffe und so. Ja, und dann kommt da einfach Wasser rein. Und da trinken wir und das soll sehr gesund sein. So, ich bin in der Waschanlage. Oh Gott, hier haben sich auch die Preise geändert. Ich habe jetzt einmal eine normale Wäsche gebucht, weil das lohnt sich bei mir nicht, einfach die teure zu kaufen, weil mein Auto am nächsten Tag sowieso wieder dreckig ist durch die ganzen Bäume, die da rumstehen. Und ich habe auch Handwachs gebucht, weil ja, das schützt ja so ein bisschen den Lack und so. Und los geht's. So, die Innenpflege mache ich immer alleine, aussaugen, und ich habe ja das Cabrio, den EOS, das wisst ihr ja, und der braucht halt auch viel Pflege, und es ist jetzt schon fast wieder ein halbes Jahr her, dass ich die Gummis gepflegt habe.
Das machen wir halt alles einfach, damit das Auto ja nicht doch irgendwann mal undicht wird und die Gummis brauchen einfach super viel Pflege. Ja, und da haben wir auf jeden Fall jetzt gut was zu tun, denn es wird so wahrscheinlich eine halbe Stunde jetzt alles dauern. Aber als erstes fange ich jetzt an auszusaugen. So, jetzt bin ich auf dem Weg zu Ikea und oh mein Gott, der Typ gerade hat sein Auto wachsen lassen oder sauber machen lassen und hat nebenbei die ganze Zeit Rotkäppchen getrunken. Eine ganze Pulle, ey, der war voll wie so ein Eimer und fährt dann gleich schön mit dem Auto weiter, weil der war auch alleine da. Irgendwie, da war jetzt keine Begleitung oder so, sondern der fährt. Naja, Hauptsache Rotkäppchen mild. Bleh. Wie kann man Rotkäppchen mild trinken und noch Auto fahren, ey? Oh mein Gott, Leute, gibt's? Fällt mir nichts mehr zu ein. Aber ich weiß halt auch nicht, ich weiß halt nicht in solchen Situationen, was soll man dann sagen, was soll man dann machen? Soll man dann sagen so, Entschuldigung, Sie dürfen nicht mehr Auto fahren, Sie gefährden uns alle. Eigentlich müsste man das halt, ne? Aber ja, war auf jeden Fall krass irgendwie und heftig. So, fertig bei Ikea. Also ich habe irgendwie nur Sachen für die Küche geholt, weil... Warum bin ich so komisch belichtet? Nee, so. Okay. Ich habe irgendwie nur so fertig bei Ikea. Ich habe irgendwie nur Sachen für die Küche geholt. Was einmal hier so ein Apfelschneider, da ist unsere kaputt gegangen. Und dann brauchte ich unbedingt halt solche Pinsel, weil die sind auch kaputt. Habe ich keine mehr. Und dann habe ich noch was geholt, das darf ich aber nicht zeigen, weil das ist ein Geburtstagsgeschenk. Und ich habe hier so eine Spülbürste mal geholt, weil ich hatte bei so einer YouTuberin gesehen, diese Naturborsten. Das ist so ein bisschen besser. Und da kann man auch den Kopf wechseln. Das finde ich finde ich ganz gut wegen Zero Waste, dass ich da nicht immer den ganzen Griff wegschmeißen muss. Ja, und das war es eigentlich schon. Und jetzt fahre ich kurz, glaube ich, noch mal zu meiner Mama. Und dann fahre ich noch in den Second-Hand-Laden und dann habe ich hier einen fetten Knoten in meinen Haaren. Why? Ich bin fertig. Oh mein Gott, wie schön sind bitte diese Haare. Und dann habe ich vorhin im Second-Hand-Laden, habt ihr gesehen, habe ich halt diese Bluse mitgenommen. Das ist echte Seide. Und ich finde die so schön. Und dann ist mir aufgefallen, dass das eigentlich voll das Statement ist. Ja? Das ist ja eigentlich ein Statement. Und irgendwie fühle ich das halt gerade voll. Ja, was sagt ihr dazu? Und sagt mir mal bitte, was für ein Statement das ist, aber das wisst ihr halt auch schon. Ich dachte, ich mache jetzt nochmal hier schnell den Vlog weiter, weil ich ja jetzt gleich losgehe. Und ich bin halt auch, wenn ich abends irgendwie unterwegs bin, dann vergesse ich es oft gerne zu vloggen. Wobei ich sagen muss, die letzten Male habe ich es jetzt Gott sei Dank nicht vergessen. Und genau, der Vlog muss ich morgen früh dann noch fertig schneiden. Der geht auf jeden Fall morgen online. Also das ist dann ein sehr aktueller Vlog. Und ich sehe gerade, ich muss mir unbedingt mal wieder Botox spritzen lassen. Oh mein Gott, I'm sorry. Ihr seht das auch nochmal. Ich habe jetzt noch einen Rock an. Und oh mein Gott, diese Bluse ist so schön. Auch wenn vorhin habe ich die so in die Hose gesteckt. Und fühlt sich voll toll an. Also ist wirklich toll. Also ich finde so... Ich kann euch wirklich durch die Blume in Hannover, also falls ihr aus Hannover kommt, dann geht mal in den Laden durch die Blume. Der ist, oh Gott... Limmerstraße am Ende, wenn man hochgeht
Ich habe es euch unten mal markiert, aber die haben immer die geilsten Sachen und wie diese Bluse halt. Und sie ist wunderschön. So, dann ziehe ich mir jetzt noch eine Strumpfhose an und dann geht's los. Es ist morgens 10 Uhr und ich bin gerade aufgestanden. Ich wollte nochmal vielen Dank sagen, dass ihr es bis hierhin durchgehalten habt. Ich werde jetzt hier meinen Vlog beenden. Ich hoffe, der Vlog hat euch Spaß gemacht. Falls ja, dann gebt mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, die Glocke zu abonnieren und mir ein Abo dazulassen. Und wir sehen uns ganz schnell im nächsten Video. Bis dann!